Ja, hallo Leute. Heute noch einmal ein Video über meine Waschmaschine, die defekt war. Ich hatte ja die Kohlebürste kontrolliert und die sah eigentlich ja noch ganz gut aus. Die Waschmaschine lief dann auch wieder und beim zweiten Mal ist die dann wieder stehen geblieben. Ich habe dann den Motor komplett ausgebaut und mir dann beide Kohlebürsten abgeschraubt und habe gesehen, diese eine hier war ja total runter. Ich hatte ja nur eine kontrolliert, bei der anderen kam ich nicht dran. Und jeweils die andere war ja komplett runter und ich habe mir dann 2 neue Kohlebürsten bestellt. Keine 10 Euro gekostet und habe den Motor dann ausgebaut. Schraube jetzt hier diese beiden Kohlebürsten erstmal ab. Hier, das war diese Kohlebürste, die noch ganz, naja gut, aussah, ist übertrieben, aber hier ist ja gar nichts mehr dran. So, ja, das ist hier dieser Tachogenerator. Ist diese Schutzkappe hier drauf, weil immer angezeigt wurde, kein Signal vom Tachogenerator. Das war eigentlich dieser Fehlercode, kein Signal vom Tachogenerator. Und das ist hier dieser Tachogenerator. Hier es hätte auch sein können, dass hier vielleicht etwas gebrochen ist, aber sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich stecke den Tachogenerator jetzt wieder drauf, die Schutzkappe drauf, weil hier habe ich jetzt keinen Fehler irgendwie gesehen. So, dann sehen wir uns mal unsere Kohlebürsten an. Diese habe ich hier bei Amazon bestellt. Ich habe diese Kohlebürsten hier gleich komplett mit Halterung bestellt. Man kann auch diese Kohlebürsten hier öffnen und einfach nur diese Stifte reinstecken. Ich habe diese Kohlebürsten bestellt nach der Nummer, die unten drauf steht, und nach diese, wenn wir jetzt aufpassen, diese Bohrungen sind ein bisschen schräg, dass die auch dann passen. Es gibt einmal links rum, einmal rechts rum. Und da stehen auch Nummern drauf und meistens steht dazu geeignet für Waschmaschine sowieso. Die Kohlebürsten haben auf der Rückseite 2 so eine kleinen Plastikstifte, die ihr dann am Motor, da sind so eine kleine Bohrung, genau passgerecht draufstecken könnt. Dann schraubt ihr die Kohlebürsten wieder fest. Bisschen Fingerspitzengefühl. Also die Kohlebürsten haben hinten 2 so eine kleinen Plastikstifte, die genau in diese Bohrung am Motor passen. Steckt ihr drauf, angeschraubt und schon ist die Kohlebürste wieder fest. Das macht ihr dann auf der linken Seite genauso jetzt hier. Draufstecken und dann fixiert ihr die Kohlebürste. So, wenn wir jetzt unsere Kohlebürsten am Motor wieder befestigt haben, dann bauen wir diesen Motor wieder ein. Hier sind diese Vorrichtungen, wo der Motor draufgeschoben wird. Ich habe die Waschmaschine dabei hingelegt, da man von unten am besten an den Motor drankommt. Auch hier von der Seite zum Schrauben. Also das ist jetzt hier der Ausschnitt von der Rückseite.
die ihr dann abschraubt, die Abdeckung. Zieht die Schrauben mit dem Schlüssel wieder fest. So, dann die Steckleiste hier für die Stromzufuhr. Die steckt ihr dann am Motor wieder drauf. Eine breite Steckleiste. Und dann dieses gelbe Kabel, diesen Nuller, steckt ihr dann auch wieder drauf. Dieses Kabel. Das werdet ihr beim Ausbauen dann sehen. Und dann haben wir hier diesen Keilriemen. Den müssen wir jetzt wieder aufziehen. Diese Rillen kommen dann nach unten. Das Glatte nach oben, damit der Keilriemen nicht rutschen tut. Wir setzen unten erstmal an der Welle unser Keilriemen an. Auf der linken Seite legen wir den Keilriemen an. Jetzt drehen wir ganz langsam das Antriebsrad nach rechts, so lange bis der Keilriemen wieder vernünftig drauf sitzt. Ja, das war's eigentlich. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es an den Kohlebürsten liegt, aber meine Waschmaschine läuft jetzt schon seit 2 Monaten ohne Probleme durch. Also dieser Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Und wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, euer Henry.